Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schmiedevideo. Im Schnurdurchlauf seht, was im Video passieren wird. Willkommen zurück zum nächsten Teil. Das letzte Video war ja leider ein voller Misserfolg und deswegen schmiede ich den Damast für die Zähne und auch die Gegenstiegel. Komm mit auf eine Reise zu schwierigen Muster und Feierschwaß-Herausforderungen mit den Reißzähnen. Und los geht's! Aus den zwei Stickel 2842 schmiede ich die Gegenstickel für die Zähne. Ich schmiede sie ein bisschen weiter in die Längen und in die Form von einem Karl. Da sind beide Stickel fertig und ich lege jetzt noch die anderen dazu, die ich das letzte Mal gemacht habe. Und die Schablone als Vorlage. Bevor ich es weiter verarbeite, schleife ich die Schmiedehaut over, weil die so hart ist, dass sie mir die anderen Werkzeuge ruiniert. Ich streiche die Stickel jetzt mit einer Anreißfarbe an und wenn die trocken ist, kann ich dort drauf zeichnen, was ich wegschneiden möchte. Und jetzt zeichne ich einfach die Zähne auf, die ich dann später mit der Bandsaug ausschneide. Also die Zähne sollen dann insgesamt etwa 6 mm lang sein und 6 mm breit an der Basis und die Reißzähne sind ungefähr doppelt so groß. Mit der Fahl arbeite ich jetzt nachher noch ein bisschen nach. Die Gegenstickel für die Zähne sind fertig und jetzt mache ich einen neigenden Mast. Beim Feierschwassen fange ich so wie immer an, dass ich zuerst einfach einmal die Plattel zusammen tue, dann tue ich ein Borax drauf und danach verschwasse ich es im Feuer. Den Damast falte ich nur einmal und da markiere ich das Stickel zuerst, wo es dann nachher auseinanderfällt. Der Damast besteht zu Großteil aus 15 und 20 und beim Ätzen nachher wird der Stahl ganz hell. Das Feierschwassen hat ganz gut hingehauen und jetzt schmiede ich ihn weiter in die Längen. Der Stahl hat jetzt die richtige Längen und ich gebe ihn in die Essen, dass er dort schon langsam auskühlt und nachher leichter bearbeitet werden kann. Da markiere ich jetzt die Einkerbungen für die Zähne und ihr werdet dann nachher sehen, wie das funktioniert. Mit der Bandsaug mache ich kleine Kerben, die dann sicherstellen, dass ich das auch sehen kann, wenn der Stahl heiß ist. Da könnt ihr die Kerben jetzt auch sehen und ihr seht ja, wenn ihr genau schaut, wie das Stahlstickel immer ein kleines bisschen länger wird, wenn ich in die Kerben einschlage. Und das war der große Fehler beim letzten Mal, weil ich das einfach nicht bedacht habe, dass der Stahl länger wird. Und deswegen haben die Abstände zwischen Zähnen und der Aufnahme dann überhaupt nicht mehr passt. Aber da habe ich das super ausgeglichen, weil es passt. Nur, was nicht so gut geht, das ist das Eintun da. Das ist einfach wie verflixt. Und da jetzt, da wäre es schon ein bisschen grantig.
weil der spart sich einfach ein bisschen. Viel zu viel. Und was sich spart, wird einfach gehört gemacht. Na, geht ja. Nachdem ich es fixiert habe und in die heiße Essen gegeben habe, kann ich jetzt anfangen, dass die Gitarre im Feuer miteinander verschweißen. Und auch der spart sich ein bisschen, weil die normalen Zähne und die Reißzähne irgendwie nicht so richtig ganz zusammenpassen. Aber am Ende geht es ja doch mit ein bisschen Überzeugungskraft und Durchhaltevermögen. Nachdem der erste Teil fertig ist, geht es jetzt gleich mit dem zweiten Teil weiter. Da fällt mir jetzt auf, dass die Karl viel zu lang geworden sind und deswegen werde ich dann von vorne anfangen. Ich schleife es zwar noch an, aber eigentlich nur mal, damit ich schauen kann, ob die Feuerverschweißungen gescheit hingehauen haben. Das Schmieden von den neuen Gegenstückeln, das spare ich euch. Ich zeige euch jetzt nur mal, wie ich es da abschleife. Ich zeige euch auch nicht, wie ich die Zähne ausschneide. Da habe ich mir jetzt entschlossen, dass ich die alten Damaststückel vom letzten Mal wiederverwerte. Und ich zeige euch einfach nur, wie ich es anpasst habe. Diesmal hat es so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen kann ich es jetzt auch schon auskühlen lassen. Da sieht man jetzt die zwei Bohrte, die ich gemacht habe. Die vorderen sind die alten und die hinteren sind die ich neu gemacht habe. Jetzt geht es auch darum, dass ich den nochmal abschleife, damit die ganze Schmiedehaut weg ist. Da sind jetzt beide Badel angeschliffen und ich suche mir das vordere aus fürs weitere Bearbeiten. Mir gefällt mein neuer Bandschleifer, der ist urcool. Ich vergleiche immer wieder die Zähne, die Vorlage und den Kern, weil das muss ja alles zusammenpassen, damit es gut verschweißen kann. Nachdem die Zähne jetzt passen, geht es darum, dass ich den Kern weitermache. Und der Kern wird aus Wrought Iron gemacht. Beim Bearbeiten von dem alten Schmiedeeisen muss man aufpassen, weil das einfach so von der Struktur her so zerbrechlich ist, dass man es immer nur ganz heiß verformt, weil sonst fängt es an zum Auseinanderbrechen. Aber durch das, dass es so brüchig ist, kriegt es dann beim Ätzen eine eigene Struktur und das schaut voll super aus. Das kann man fast so ein bisschen wie die Struktur von einem Wachholz vergleichen. Ja, schaut ähnlich aus. So, und wenn dann alle Teile halbwegs aufeinander angestimmt sind, dann verschweiße ich es, sodass ich es im nächsten Video Feuer verschweißen kann. So, diesmal ist es viel besser gegangen. Ich habe zweimal die Wurfszene gemacht und der Kern aus Wrought Iron ist fertig. Ich habe alles miteinander verschweißt und die Teile sind bereit fürs nächste Feuer verschweißen. Aber ich bin noch halt auch schon ein bisschen wirklich ziemlich nervös, weil das alles war ein Haufen Arbeit und ich möchte nicht, dass ich das beim letzten Schritt oder jetzt dann zerstöre. Also drückt mir bitte die Daumen. Dankeschön fürs Anschauen von meinem Video. Im nächsten Teil werdet ihr sehen, wie ich den Teil verschweiß und zusätzlich noch die Schneid anschweiß.
Wenn euch gefällt, was ich mache, dann gebt dem Video bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Und drückt auf die Glocken, damit ihr nicht mehr versäumt, wenn ich ein neues Video hochlade. Dankeschön fürs Anschauen, alles Gute und ich freue mich schon aufs nächste Mal.